Immer mehr Rentner zieht es ins Ausland. Besseres Wetter, höhere Lebensqualität und natürlich auch günstigere Lebenshaltungskosten, vielleicht sogar auch Steuervorteile. Jetzt gibt es eine neue Liste mit den 10 besten Ländern für deinen Ruhestand im Ausland und diese Länder werde ich dir in diesem Video einmal präsentieren. Übrigens noch ein Hinweis in eigener Sache. Wir haben eine neue Webseite rund um das Thema Ruhestand im Ausland und das ist genau auch der Website-Name ruhestandimausland.com. Link dazu packe ich in die Beschreibung dieses Videos. Dort findest du alle Ressourcen rund um den Ruhestand im Ausland. Wir stellen dort über 100 Länder im Detail vor, nicht nur was du steuerlich beachten musst, sondern eben auch in puncto Aufenthaltstitel, gesundheitliche Versorgung, Lebenshaltungskosten, Immobilienerwerb und eben alles andere, was für dich interessant sein kann, wenn du über einen Ruhestand im Ausland nachdenkst. Wenn auch du mit dem Gedanken spielst, im Ausland deinen Ruhestand zu verbringen, dann schau dir unsere Webseite an. Wir können dich gerne dabei unterstützen, fordere eine kostenlose Potenzialanalyse an. Stell uns vor, was so deine Vorstellungen sind, was deine Ausgangslage ist, was dir wichtig ist und dann schicken wir dir eine Beurteilung und unsere Einschätzung dazu komplett kostenlos per E-Mail zu. Also ruhestandimausland.com, Link dazu packe ich in die Beschreibung dieses Videos. Wir haben ja schon viele Videos zum Thema Ruhestand im Ausland gemacht. Wir haben auch Seminare organisiert zum Thema Ruhestand im Ausland. Viele aktuelle und zukünftige Ruheständler planen ins Ausland zu ziehen, sobald sie im Ruhestand sind. Und das hat die verschiedensten Gründe. Für viele spielt die Lebensqualität eine Rolle. Viele haben das Gefühl, dass sie irgendwo im eigenen Land, in Deutschland, Österreich, der Schweiz fremd geworden sind, dass das Leben dort nicht mehr den eigenen Wertvorstellungen entspricht. Man fühlt sich vielleicht nicht mehr sicher. Man glaubt nicht daran, dass die Regierung in den deutschsprachigen Ländern noch das Ruder rumreißen kann. Es wird immer alles teurer. Der Sozialstaat muss weiter finanziert werden. Neue Steuern werden laufend angekündigt oder diskutiert. Und wo soll man sich die Steuern auch holen, wenn nicht von jenen, die sich mühsam ihr Leben lang etwas vom Mund abgespart haben und so ein Vermögen aufbauen konnten, um eben vorzusorgen. Man hat ihnen vorgegaukelt, dass sie das Richtige tun sollen, dass sich das auszahlt, wenn man das Richtige tut. Und wenn du jetzt in dieser Situation bist, dann wirst du vielleicht wie viele andere auch enttäuscht sein, denn offensichtlich hast du nur für den Staat gespart, damit sich der Staat jetzt noch zu guter Letzt bei dir bedienen kann und dir das wegnehmen kann, was du über so lange Jahre mühsam aufgebaut hast, wofür du auf Konsum verzichtet hast, vielleicht weniger in den Urlaub gefahren bist, vielleicht ganz bewusst nicht das schönste Auto gefahren bist und das größte Haus besessen hast, das du dir hättest vielleicht leisten können, weil du eben nach vorne geschaut hast, in die Zukunft, weil du vorsorgen wolltest. Und jetzt stellt sich heraus, dass du der Gelackmeierte bist, weil der Staat jetzt erst recht sich bei dir bedienen will. Gott sei Dank gibt es eben viele Länder, wo das nicht der Fall ist, wo der Staat einen nicht nur als Melkkuh sieht, sondern sich freut, wenn du in dieses Land umziehst, weil du einen Beitrag zum Allgemeinwohl leistest, weil du vielleicht dort investierst, eine Immobilie kaufst, konsumierst und das ist natürlich für viele Länder attraktiv. Die Zeitschrift International Living, sie beschäftigt sich mit dem Thema Auswandern schon seit 1979 und ist eine der führenden Zeitschriften für das internationale Leben, den internationalen Lifestyle und sie bringt regelmäßig eben eine Erhebung heraus, was die attraktivsten Auswanderungsländer sind, unter anderem eben auch für Rentner. Hier geht es jetzt nicht nur um steuerliche Themen, sondern eben um Themen wie zum Beispiel Sicherheit, Lebenshaltungskosten, gesundheitliche Versorgung, Wetter und viele andere Faktoren, die in diese Erhebung mit einfließen. Wie gesagt, das ist jetzt nicht unbedingt unsere Liste. Wir haben diese Liste nicht erstellt. Sie kommt von International Living. Also, wenn du mit der Liste nicht einverstanden bist, dann lass es uns gerne wissen. Lass uns Länder wissen, die du gerne auf der Liste haben wolltest, die du vielleicht darauf gesetzt hättest. Aber wie gesagt, wir haben sie nicht kuriert, diese Liste. Aber ich denke dennoch, dass sie interessant ist. Und wenn wir eine solche Liste aufbauen würden, gäbe es da sicher einige Überlappungen. Ganz klar aber spiegeln sich in dieser Liste natürlich auch globale Trends wider und das hat auch einen guten Grund. Deswegen macht es sicherlich für dich Sinn, dir diese Liste einmal genau anzuschauen und dich davon inspirieren zu lassen, auch wenn du der Meinung bist, dass vielleicht auf dieser Liste dein Lieblingsland jetzt gerade fehlt. Ganz am Ende werde ich dann der Liste noch ein Land hinzufügen, ein 11. Land. Also wenn dich das interessiert, dann bleibe dran bis
zuletzt. So, wir sortieren die Liste absteigend, das heißt, wir fangen mit dem letzten Platz an, bis dann eben zum Top-Land, zum Platz Nummer 1, gemäß eben International Living. Platz Nummer 10 belegt Malaysia. Das ist sicherlich kein Wunder. Malaysia ist ein wunderschönes Land, landschaftlich im Grunde genommen vergleichbar mit Thailand, ist ja das Nachbarland von Thailand. Malaysia lockt mit einer hohen Lebensqualität, mit günstigen Lebenshaltungskosten, sehr netten Menschen, einer hervorragenden Küche, wunderschöne Natur, und es gibt eben interessante Aufenthaltstitel, in Malaysia dann sesshaft zu werden. Zu nennen wäre hier vor allen Dingen das My Second Home Visum. Ausländer können in Malaysia Immobilien erwerben. Das ist ja nicht selbstverständlich, gerade in Asien. Die gesundheitliche Versorgung ist gut. Es gibt viele bezahlbare private Krankenhäuser. Für ärztliche Behandlung kann man durchaus zum Beispiel auch bar bezahlen, muss das gar nicht über die Versicherung laufen lassen. Es wird grundsätzlich sehr viel Englisch gesprochen. Steuerlich gesehen auch interessant. Auslandseinkünfte sind steuerfrei. Ob die Rente nun steuerfrei ist, das ist eine Frage des Doppelbesteuerungsabkommens. Aber wenn du zum Beispiel Kapitalerträge hast, dann sind diese in Malaysia steuerfrei. Die Rente muss eben vielfach auch noch im Kassenstaat besteuert werden. Das entscheidet das Doppelbesteuerungsabkommen des Landes, von dem du die Rente beziehst. Platz Nummer 9, dann der Nachbar Malaysiens, nämlich das gerade schon erwähnte Thailand, auch für viele Deutsche ein Traumland. Auch hier relativ einfach einen Aufenthaltstitel zu erhalten. Auch hier sind die Lebenshaltungskosten relativ günstig. Es gibt hervorragende ärztliche Versorgung, die aber mittlerweile zum Teil ziemlich teuer geworden ist, muss man sagen. Es gibt verschiedene Visatypen. Es gibt ganz einfache Seniorenvisa, wofür man sich qualifiziert, indem man eine Rente nachweisen kann. Es gibt auch das sogenannte Long-Term Resident Visa. Das ist dann nochmal steuerlich attraktiver. Man kann nämlich dann Einkünfte nach Thailand bringen, ohne diese zu versteuern. Da gab es ja vor kurzem, vor 2 Jahren, eine Gesetzesänderung. Wenn du jetzt eben deine Rente nach Thailand bringst, musst du darauf Steuern bezahlen. Früher war das nicht der Fall. Aber wenn du das LTR-Visum hast, dann kannst du letztlich weiterhin vom alten Modell profitieren. Du kannst also deine Auslandseinkünfte nach Thailand bringen, ohne darauf Steuern zahlen zu müssen. Platz Nummer 8 auf der Liste der besten Länder für deinen Ruhestand ist Spanien. Auch das dürfte wahrscheinlich niemanden verwundern. Spanien ist natürlich ein Land mit einer ganz hervorragenden Lebensqualität. Eins der Lieblingsurlaubsländer der Deutschen, Österreicher und Schweizer. Wer könnte sich nicht vorstellen, in Mallorca zu leben? Die Lebenshaltungskosten halten sich noch im Rahmen. Natürlich war früher alles günstiger. Die gesundheitliche Versorgung ist gut. Wenn du gesetzlich krankenversichert bist in Deutschland, dann zahlst du in Deutschland weiter deine Krankenversicherung, kannst dann aber in Spanien Leistungen des staatlichen Gesundheitssystems in Anspruch nehmen. Du brauchst also keine Zusatzversicherung. Das gilt übrigens natürlich für alle EU-Länder. Gemäß International Living muss man als Einzelperson zum Beispiel in Malaga von Lebenshaltungskosten in Höhe von 1800 bis 2300 Euro ausgehen. Natürlich kann man in Spanien auch kaufen. Tatsächlich haben ja viele deutsche Immobilien in Spanien. Der Vorteil eines EU-Landes ist natürlich, dass man keinen Aufenthaltstitel braucht. Du kannst ja als EU-Bürger in allen anderen EU-Staaten leben. Ein Nachteil ist natürlich, wenn du jetzt außerhalb der EU leben willst, dass Spanien in der EU ist. Auch steuerlich gesehen ist Spanien jetzt nicht besonders interessant. Das ist vor allen Dingen dann relevant, wenn du jetzt noch Kapitalerträge hast. Deswegen macht es für viele Sinn, im Grunde einen Teil der Zeit in Spanien zu verbringen, aber darauf zu achten, dass man dort weniger als 183 Tage ist und damit nicht steuerpflichtig wird und vielleicht dann den Rest der Zeit in einem der anderen Länder auf dieser Liste zubringt. Auf Platz Nummer 7 haben wir Frankreich, ein weiteres EU-Land. Natürlich bietet auch Frankreich hervorragende Lebensqualität. In ganz verschiedenen Gegenden in Frankreich kann man leben. Die sind sehr unterschiedlich. Frankreich ist ja den meisten Deutschen sehr vertraut und es heißt nicht umsonst Leben wie Gott in Frankreich. Die Lebenshaltungskosten sind regional natürlich sehr unterschiedlich. Steuerlich gesehen absolut nicht interessant Frankreich. Aber gerade wenn du niedrige Einkünfte hast, werden diese natürlich in Frankreich auch nicht besonders hoch besteuert. Das Gesundheitssystem ist gut, das Essen natürlich mit das Beste auf der Welt. Für mich persönlich wäre aber auch Frankreich nur ein Land, in dem ich mich eine gewisse Zeit aufhalte, wo ich auf keinen Fall unbeschränkt steuerpflichtig werden möchte, was ich aber jederzeit gerne besuchen will. Platz Nummer 6 ist Italien. Italien hat sich ja in den letzten Jahrzehnten, will ich mal sagen, fast schon zu einer Steueroase entwickelt. Da gibt es die verschiedensten Programme, die steuerliche Anreize schaffen, unter anderem eben auch ein Programm für Rentner. Dazu musst du in Süditalien wohnen. Du kannst mittlerweile in Gemeinden wohnen mit bis zu 30.000 Einwohnern. Früher durften es nur bis zu 20.000 sein. Hast also mehr Auswahl und wenn du das tust, dann zahlst du auf ausländische Einkünfte nur 7% Steuern.
Das kann attraktiv sein, wenn du eine hohe Betriebsrente bekommst, denn als Deutscher wäre die gesetzliche Rente ohnehin weiterhin in Deutschland zu versteuern. Kann aber eben auch attraktiv sein, wenn du Einkünfte hast aus Kapitalvermögen, Dividenden, Veräußerungserlöse. Diese würden dann auch alle mit 7% besteuert werden. Nun, ansonsten werde ich dir zu Italien relativ wenig sagen müssen. Deutsche, Österreicher und Schweizer, sie alle lieben Italien. Das natürlich aus gutem Grund. Wein, hervorragendes Essen, Traumlandschaften wie zum Beispiel die Toskana. Also sicherlich eines der schönsten Länder überhaupt. Es ist natürlich Teil der EU. Das heißt, für mich konkret würde es bedeuten, ich verbringe auch gerne Zeit in Italien, würde aber vermeiden, dort steuerpflichtig zu werden. Aber wie gesagt, das ist nur meine persönliche Meinung. Wenn du dort lebst, wenn du dort den 7%-Status nutzen kannst und das macht finanziell für dich Sinn, dann ist sicherlich Italien eine hervorragende Option. Wir bewegen uns wieder weg aus der EU. Platz Nummer 5, das ist Mexiko. Das wäre sicherlich auch ein Land, das auf meiner Top-10-Liste sich befinden würde. Der große Vorteil ist zunächst mal, dass du in Mexiko ziemlich einfach einen Aufenthaltstitel bekommst. Du musst nämlich einfach nur ein bestimmtes Vermögen nachweisen und das ist nicht mal besonders viel, knapp 300.000 Euro. Das musst du entweder als Barvermögen haben oder eben in einfachen Kapitalanlagen wie zum Beispiel Aktien, Krypto, Immobilien und sowas würden jetzt nicht funktionieren. Und dann bekommst du sofort einen unbeschränkten Aufenthaltstitel. Lustigerweise heißt dieser in Mexiko ebenfalls die Green Card. Du hast mit diesem Aufenthaltstitel keine Anwesenheitspflichten. Das heißt, du kannst doch einfach sagen, du beschaffst dir diesen Aufenthaltstitel einmal, auch vielleicht als Plan B. Ob du dann wirklich dort lebst oder nicht, das ist eigentlich tatsächlich komplett egal. Aber ich würde dir natürlich empfehlen, Mexiko dann auch zu genießen. Ein wunderschönes Land. Viele machen sich ja ein bisschen Sorgen wegen der Sicherheitslage. Nun, die Sicherheitslage, sie ist stark regional unterschiedlich. Natürlich gibt es dort sehr problematische Gebiete. Das muss man natürlich zugeben. Aber Mexiko ist eben ein großes Land und es gibt auch noch sehr viele sichere Gebiete, in denen du friedlich und sicher leben kannst. Hervorragendes Essen, nette Menschen, eine atemberaubende Natur, das alles bietet Mexiko aus steuerlicher Sicht jetzt nicht so interessant. Zwar gibt es dort Möglichkeiten, die sind aber dann relativ aufwendig, um dann dort steuerlich vorteilhaft zu leben. Natürlich gibt es Doppelsteuerungsabkommen, die dann die Besteuerung der Rente regeln. Aber ansonsten ist natürlich Mexiko auch kein Niedrigsteuerland. Mit einigen zusätzlichen Verrenkungen kann man es zwar dazu machen, aber das hängt natürlich dann auch davon ab, welches Vermögen man hat, welche Einkünfte einem zur Verfügung stehen, ob das Ganze sich tatsächlich lohnt. So, Platz Nummer 4 der Länder, welche attraktiv sind für Ruheständler gemäß International Living, ist Portugal. Sicherlich Portugal auch ein Land, was extrem populär ist bei vielen Ausländern, auch bei vielen Deutschen, Österreichern und Schweizern. Auch hier EU-Land, auch hier sehr einfach für dich, dort einfach hinzuziehen. Früher war Portugal ja einmal steuerlich interessant für Rentner. Da gab es den sogenannten NHR-Status. Den gibt es jetzt seit einigen Jahren leider nicht mehr. Das heißt also, als Ruheständler hast du dort keine steuerlichen Vorteile. Die Steuern in Portugal sind so hoch wie in Deutschland oder zum Teil noch höher. Das heißt also, wegen steuerlichen Vorteilen sollte man dorthin nicht umziehen. Wenn du natürlich nur niedrige Einkünfte hast, dann werden diese auch nicht sehr hoch besteuert werden. Ansonsten gibt es nicht, was man an Portugal nicht mögen kann. Für mich auch eines der Länder, wo ich gerne Zeit verbringe, wo ich aber auf keinen Fall leben würde und jetzt hier eine Steuerpflicht auslösen würde, außer ich kann eben den neuen NRR-Status zum Beispiel verwenden. Aber da muss man natürlich dann eine Anstellung haben. Also für die meisten Rentner wird das nicht erschwinglich sein. Aber in puncto Lebensqualität lässt sich Portugal tatsächlich schwer schlagen. So, auf Platz 3 der Liste von International Living, der besten Länder für den Ruhestand. Dort finden wir Costa Rica, sicherlich auch ein Land, was meiner Meinung nach 100%ig auf diese Liste gehört. Wunderschön gelegen, außerhalb der EU, steuerlich sehr attraktiv. Dort wird territorial besteuert. Es gibt ein Doppelsteuerungsabkommen mit Deutschland. Die gesetzliche Rente wird in Deutschland zu versteuern sein. Aber wenn du eine Betriebsrente hast, die möglicherweise noch etwas üppig ist, dann ist diese in Costa Rica komplett steuerfrei für dich. Die Aufenthaltsziele sind relativ einfach zu bekommen. Die Regierung präferiert ganz klar jene Antragsteller, die dort eine Immobilie erwerben für mindestens $150.000. Aber auch Rentner mit einer stabilen Rente können einen Aufenthaltstitel bekommen. Wobei das in Costa Rica nicht so einfach ist wie in Panama, muss man sagen. Dort sind die Prozesse tatsächlich bürokratischer und ziehen sich doch etliche Monate in die Länge. Ansonsten kann man nur Gutes über Costa Rica sagen. Ein tolles Land mit Pazifikküste und Atlantikküste. Was will man mehr? Wunderschöne Natur, nette Menschen und gerade deswegen auch für Ruheständler so gut geeignet. So, gerade eben hatte ich Panama schon erwähnt und Panama ist tatsächlich auf Rang 2
der besten Länder für Ruheständler. Das sollte nicht verwundern. Panama bietet viele Vorteile für Ruheständler an. Es gibt sehr einfache Visa, sehr einfache Aufenthaltstitel für Ruheständler. Man muss so eine sehr geringe Rente nachweisen. Wenn man dann dieses Rentnervisum hat in Panama, bekommt man tatsächlich unglaubliche Rabatte überall, vom Supermarkt über die Airline sogar. Sie bietet dir dort einen Rabatt an. Also dieses Rentnervisum in Panama ist auf jeden Fall eines der besten. Auch hier gibt es keinerlei Verpflichtung, dich im Land aufzuhalten. Steuerlich gesehen sehr attraktiv. Auslandseinkünfte komplett steuerfrei. Das Wetter muss man natürlich mögen. Es ist ziemlich heiß, es ist ziemlich feucht. Es ist eigentlich erstaunlich, wie vielseitig Panama ist. Du hast natürlich zum einen mal Panama City. Jetzt nicht gerade schön, muss man sagen, gibt ja auch dort keinen Strand, aber zum Beispiel Coronado, natürlich wunderschön. Boquete, dann in den Bergen gelegen, auch wunderschön. Also das sind so Orte, die für Rentner natürlich interessant sind. Du kannst dort frei Immobilien kaufen. Ebenso geht das natürlich in Costa Rica auch. Du kannst nach einigen Jahren die Staatsbürgerschaft erwerben. Du hast eine US-Dollar-basierte Economy. Das macht das Ganze ziemlich stabil. Also aus meiner Sicht eine sehr gute Wahl, Panama. Die wäre garantiert auch auf meiner Liste der 10 besten Auswanderungsländer für Senioren drauf. So, jetzt die große Frage. Wer ist Platz 1? Welches Land ist das Beste für Ruheständler, die im Ausland leben wollen? Und International Living sagt, es ist Griechenland. Nun, Griechenland hat tatsächlich viele Vorteile. Es ist zunächst mal in der EU, das kann ein Nachteil sein, das kann ein Vorteil sein. Steuerlich durchaus attraktiv. Man hat das gleiche Programm hier letztlich wie Italien auch. 7% auf Auslandseinkünfte, aber man muss nicht in einer Kleinstadt leben, man kann überall leben. Du kannst dort Immobilien kaufen. Das griechische Essen meiner Meinung nach hervorragend. Ich liebe natürlich die griechischen Inseln, Kreta oder insbesondere auch Rhodos zum Beispiel. Die Lebenshaltungskosten sind überschaubar. Auch die Kosten für die Krankenversicherung sind überschaubar. Wir empfehlen ja Griechenland zum Beispiel oftmals auch Ruheständlern, die jetzt zum Beispiel in Deutschland noch privat versichert sind und nicht zurück in die gesetzliche Versicherung können. Die können in Griechenland dann einfach ein Mini-Unternehmen, eine Mini-Selbstständigkeit anmelden und sind dann darüber pflichtversichert für 150 € im Monat. Damit kann man ja überall in der EU ärztliche Leistungen in Anspruch nehmen. Aber selbst wenn du jetzt auch private Krankenversicherungen dort hast, ist diese normalerweise nicht sehr teuer und die privaten Krankenhäuser, die du dann nutzen kannst, sind auch schon ziemlich gut, muss man sagen. Also daher Griechenland sicherlich auch ein wunderschönes Land. Von all den Ländern in der EU, die wir hier genannt haben, wäre Griechenland aus meiner Optik auch das Land, wo ich mir am ehesten vorstellen könnte, nochmals in der EU zu leben. Also das waren sie, die 10 Länder von International Living. Ich persönlich hätte natürlich ein anderes Land hier auch noch aufgeführt. Du kannst dir vielleicht denken, um welches Land es sich handelt. Genau, es sind die Philippinen. Die objektiven Vorteile der Philippinen im Vergleich zu den Ländern, die wir jetzt genannt haben, liegen auf der Hand. Ausländer zahlen überhaupt keine Steuern auf nicht-philippinische Einkünfte. Du brauchst kein Visum, um dort zu leben. Du kannst aber das SRV-Visum als Rentner ziemlich einfach bekommen. Es ist außerhalb der EU, es nimmt nicht am automatischen Informationsaustausch teil. In den Philippinen wird Englisch gesprochen. Die Lebenshaltungskosten sind günstig, die Menschen sind freundlich und landschaftlich natürlich wunderschön. Ich sage immer, so wie auf den Malediven, nur 75% günstiger. Aber eben, wie gesagt, ich bin ein bisschen voreingenommen. Wie du vielleicht von unserem Kanal weißt, haben wir ein Office in Davao City, einer der größten Städte in den Philippinen, und haben schon vielen deutschen Ruheständlern geholfen, dort dann in den Philippinen Fuß zu fassen, ihre Basis dort zu begründen, Bankkonten zu eröffnen, nicht nur in den Philippinen, sondern eben auch Singapur und anderen asiatischen Ländern. Daher aus meiner Sicht die Philippinen sicherlich ein Top-Land, das auf diese Liste mit drauf sollte. Vielleicht wird ja International Living die Philippinen das nächste Mal berücksichtigen. Also, das waren sie, die 10 Länder plus meine Ergänzung dieser Liste. Wie gesagt, wenn du andere Vorstellungen hast, dann lass es uns in den Kommentaren wissen. Ansonsten schau auch auf unserer Webseite vorbei, ruhestandimausland.com. Und wenn du dich mit dem Thema Ruhestand im Ausland beschäftigst, wenn auch du deinen Ruhestand im Ausland verbringen möchtest und dabei Unterstützung brauchst, sei es hinsichtlich der steuerlichen Einschätzung, der internationalen Vermögensdiversifikation, Aufenthaltstitel zu beantragen, zweite Staatsbürgerschaften zu beschaffen, dann würde ich mich freuen, wenn wir dich dabei unterstützen könnten. Alle weiteren Details dazu auf unserer Webseite, Link dazu in der Beschreibung dieses Videos. Wir helfen schon seit über 20 Jahren Ruheständlern genau bei solchen Vorhaben und ich würde mich freuen, auch dich als bald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren.
Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.